Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen herzhaften Blumenkohl-Tomatenkuchen. Dafür bereiten wir zunächst den Blumenkohl vor. Als erstes in Röschen teilen, die Blumenkohlröschen danach je nach Größe mit einem Messer halbieren oder vierteln. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf aufsetzen, den Blumenkohl hineingeben, gut salzen. Außerdem 150 bis 200 Milliliter Wasser dazu gießen und jetzt mit geschlossenem Deckel für ca. 5 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel einmal abnehmen, den Blumenkohl kurz umrühren und anschließend weiter köcheln lassen. Danach über einem Nudelsieb abgießen, den Blumenkohl kurz ausdampfen lassen und dann bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Quarkölteig. Dafür einfach alle Zutaten in eine Rührschüssel geben, 225 Gramm Mehl, 125 Gramm Quark, 50 Milliliter Rapsöl, 75 Milliliter Milch, einen Teelöffel Backpulver und einen halben Teelöffel Salz. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten verkneten, bis daraus ein glatter Teig entstanden ist, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Als nächstes den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, mit einem Nudelholz dünn und flach ausrollen, versucht dabei den Teig möglichst rund auszurollen. Dann brauchen wir eine 26er Springform mit Backpapier auslegen, außerdem den Rand mit etwas Butter einfetten. Jetzt den ausgerollten Teig in die Form heben, den Boden sowie den Rand damit auskleiden und die Springform danach ebenfalls kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit der Eimasse. Dafür 3 große Eier in eine Rührschüssel geben, 200 Milliliter Sahne und je einen Teelöffel Zwiebel, Knoblauch sowie geräuchertes Paprikapulver dazugeben. Zum Schluss kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Alles mit einem Schneebesen kurz miteinander verquirlen. Und wenn das erledigt ist, können wir den Blumenkohlkuchen zusammenbauen. Dafür als erstes den abgetropften Blumenkohl in die vorbereitete Springform geben, gleichmäßig darin verteilen. Danach gebe ich noch 200 Gramm halbierte Kirschtomaten dazu, ebenfalls ein wenig in der Form verteilen. Jetzt die gewürzte Ei-Sahne-Mischung drüber gießen und zum Schluss kommt noch geriebener Käse obendrauf. Ich habe hier diesmal geriebenen Mozzarella verwendet. So geht der Blumenkohl-Tomatenkuchen dann in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für ca. 45 bis 50 Minuten, bis der Kuchen durchgebacken ist und eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Kuchen aus dem Ofen holen. So sieht der Blumenkohl-Tomatenkuchen dann aus. Am besten Form servieren, kurz abkühlen lassen, dann die Springform lösen. Zum Schluss könnt ihr den Kuchen mit etwas Basilikum garnieren, in Stücke schneiden und servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.